Die Masken, glaube ich, so, das war so das Highlight immer. Die alten Goalies da mit den lackierten Masken und so, das ist halt irgendwie so das Special-Ding und das hat mich reingezogen, dass ich wirklich auch Torwart werden wollte. No. Oh, is it? Ich bin Dustin Strahlmeier, Torwart von den Grizzlies Wolfsburg und in meiner 3. Saison bei den Grizzlies. Like T-push. Just do this. Just out here. How are you? Ah, fuck me. Alright. Also ich würde behaupten, dass ich relativ hilfsbereit bin. Stark, Stinky. Also der enge Kreis ist sehr loyal. Aber ich kann auch der sein, der, sag mal, die Meinung da auf den Tisch haut und vielleicht auch mal das sagt, was man vielleicht nicht unbedingt hören möchte. Fuck me. Alter. Stand alright. Beim Torwarttraining grundsätzlich versucht man halt Spielsituationen einfach zu isolieren und die natürlich dann wiederholt über die Bewegungen und Wiederholungen einfach zur Routine zu machen. Kann aber auch manchmal was komplett sein, irgendwie eher Reflexe und an solchen Sachen zu arbeiten, da relativ schnell wirklich die Scheibe zu verfolgen, also dieses fokussierte Sein auf die Scheibe. Meine Fresse, Alter. Hey, we want to play defense here? What the fuck? Ah, I forgot my defense. I forgot my defense. Wenn ich den jetzt verlieren sollte, darf ein Spieler den auch nicht aufheben und damit spielen. Also darf er mir nur zurückgeben. Aber ich durfte wiederum vom Spielanschläger nehmen, falls ich meinen verliere. Grundsätzlich kann man sich immer überall verbessern, genauso wie jeder Torwarttrainer mir irgendwas mitgegeben hat, wo ich das eine vielleicht als bei dem anderen besser finde, muss man sich selber einfach aussuchen. So eine Toolbox, welches Tool man da irgendwie reinpackt. Left. Ha? Abgehalten. Ja. Spricht das für dich oder gegen die Stürmer? Wir wollen eigentlich ins Tor schießen, ne? Jeder schießt so fest oder die Schüsse sind so hart, eigentlich kannst kein Stück vergessen, keine Chance. Also selbst wenn du das jetzt wo fast nie was drauf kommt, aber wenn du mal hier was drauf bekommst, also man sieht es glaube ich auch hier, sind so Risse überall drin, also die schlagen dann halt auch komplett durch. Also wenn er irgendwas vergisst, ist es halt nicht so geil. War der gebrochen oder was? Ja, die ist hier durch. Ja, Schuss halt von vorne vor und dann Feierabend. Hat den Job gemacht, den er machen musste. Training oder Trainingstag bedeutet natürlich auch nicht nur, dass man auf dem Eis ist, sondern Videosachen bzw. Torwarttrainer mit auf dem Eis, Warm-up vorm Training, nach dem Training, einfach auch auf den Körper hören, mit einem Physiotherapeuten oder nochmal ins Gym einfach so ein Cooldown oder sich zu stretchen. Kriegt ihr heute Massage, oder was? Nur jetzt Kameras da sind. Ja. Tommy tut jetzt, als ob er arbeitet. Soll man so fancy drauf rumhacken? Was man eigentlich nicht mehr macht, aber. Du kommst ins Fernsehen, also ja, du kommst rein. Wahrscheinlich, das ist ja auch ein Bewerbungsvideo für dich, wenn jetzt Ich irgendeiner wollte das mal sagen, sieht. ey, oh Gott. Wenn der FC Bayern anruft. Was fühlt sich gut an? Der Müller Wohlfahrt. Ja. Schau dir den Knete aus Wolfsburg an.
hier ist halt schon irgendwie entspannter, aber außer du fährst zu den Stoßzeiten, irgendwie wenn so mal Schichtwechsel ist oder sowas. Dann ist halt hier schon viel los, aber ansonsten hast du eigentlich hier schon entspannter, bisschen ruhiger einfach alles und ja, irgendwie auch nicht so, weiß nicht, ich finde in der Stadt gefühlt sind die Leute alle immer so gestresst. Jeder will irgendwie so schnell wie möglich von A nach B und stehst mal irgendwie länger an der Ampel oder bist unaufmerksam, dann wird direkt rumgehupt und irgendwie hat man das hier so gar nicht. Das ist irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, alles ein bisschen easy. Wenn wir freien Tag haben, schläft man meistens mal ein bisschen rein. Ich habe mit meiner Freundin 2 Hunde, von daher ist der Tag da so ein bisschen ausgerichtet für die Hunde, aber ich genieße halt einfach auch in der Natur zu sein. Da so ein bisschen den Kopf frei zu kriegen von allen anderen Sachen auch und an nicht ans Eishockey zu denken. Das heißt nicht, dass ich einfach so einen On-Off-Schalter habe, dass alles auf einmal weg ist, worauf ich keinen Bock habe nachzudenken, aber ich denke, manchmal ist es auch wichtig, einfach über gewisse Sachen nachzudenken, beziehungsweise einfach auch, keine Ahnung, sag ich mal, sich jetzt auch ehrlich zu sich selbst zu sein. Also man weiß aber, wenn man gut gespielt hat, schlecht gespielt hat, weil man vielleicht in einer Situation was hätte anders reagieren müssen. Im Nachhinein ist es immer alles relativ easy zu sagen, aber ich muss sagen, mittlerweile, jetzt auch über die Jahre, ist natürlich auch easier, manche Situationen anders umzugehen, beziehungsweise nimmt man es so, wie es ist und versucht halt wirklich dann auf die Sachen zu konzentrieren, wenn man wirklich vor Ort in der Eishalle ist, weil hier ist es eigentlich gerade so meine Zeit oder wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin, dann hier, dann versucht man einfach so wenig wie möglich halt dann Eishockey eigentlich nochmal mitzunehmen, einfach auch mal abzuschalten ist relativ wichtig, finde ich, gerade so, wenn man so viele Spiele hat und so viel einfach auch mit den Jungs zusammen ist einfach ja, auch einfach die Zeit nutzen, die man dann so ein bisschen hat für andere Sachen. Darum manchmal einfach vielleicht gar nichts zu denken oder einfach nur so gerade den Moment einfach nehmen, wo man gerade drin ist. Ey, das wird bestimmt mein ganzes Leben, aber ich habe mir das ja auch ausgesucht. Es ist nicht, dass mich einer dazu zwingt und ich mache es halt, weil ich es gerne mache und einfach mir einfach gerade auch nichts Besseres vorstellen kann. Also ich mache es halt gerne jeden Tag. Klar gibt es auch andere Sachen, die man gerne macht, aber natürlich dann auch runterhalten muss. Aber ich freue mich dann umso mehr, sag ich mal, wenn dann die Zeit dafür da ist. Mountainbiken so ein bisschen und mit dem Kampfsport einfach so die Ausgleichssachen, die ich mir dann so ausgesucht habe für den Sommer, wenn dann Eishockey einfach mal Pause hat, dass man auch ein bisschen so anderen Sachen neben den ganz normalen Sommertraining oder Sommerprogramm danach geht einfach. Mal aufpassen, jemand drauf tritt, ne? Du wirst es hören. Also wenn du einen Schritt in die falsche Richtung machst, dann hörst du auf jeden Fall, dass da jemand ist. Darum. Bist du noch nicht raufgetreten? Ja, du hörst wirklich 1 Meter daneben oder was dann. Also der macht sich schon bemerkbar. Und der ist auch robust. Also ist es nicht so, dass es noch nicht passiert ist, dass man den mal übersehen hat oder so, sondern ja. Der steckt es schon weg, ohne Probleme. Das ist immer so eins der Sachen, die ich gerne abends vorm Spiel auf jeden Fall mache, auf Hotelzimmern und dann noch ein bisschen Recovery für die Beine oder gerade auch bis zum Rumpf und das ist eigentlich so eins der Rituale dann vorm Spiel. Während des Spiels versuche ich über gar nichts nachzudenken, weil für mich ist Spiel auch einfach der Spaß an dem Sport. Das Training ist jetzt nicht unbedingt das, wo jeder Bock drauf hat. Beim Spiel, klar ist es auch Arbeit, aber da macht es halt Spaß, den Gegner nicht treffen zu lassen, sondern einfach diesen
Matchgedanke zu haben. Die Hauptfähigkeiten sind nicht mal unbedingt so dieses Stärkste oder der konventionell Beste zu sein, sondern einfach wirklich so Instinkte, so Fingerspitzengefühl, wo die Scheibe hinkommt vielleicht mal. Teilweise sieht man die Scheiben nicht, so dass man da auch so ein bisschen das Gefühl für entwickelt, wo die Scheibe wirklich kommt, und dieses Spiellesen auf jeden Fall sehr wichtig. Das ist, glaube ich, so ein kleinen Scan auf alles so ein bisschen. Welcher Spieler kommt, ist es ein linker oder rechter Schütze? In der Zeit versuchst du aber auch relativ schnell aus dem Tor rauszukommen, um die Winkel zu verkürzen. Und dann ist es eigentlich ein 1 gegen 1. Versuchst lange die Position zu halten, wenig zu zeigen, zu gucken, wie reagiert der Spieler, und entweder Tor oder halten. Das sind immer so ganz schmale Grade. Es ist wirklich nicht so, dass ich mich brutal abfeiere für einen geilen Save oder so. Wenn du einen geilen Save machst, machst du einen geilen Save und dann geht es irgendwie schon wieder weiter. Also da ist nicht so, diese Zeit dazwischen sind nicht so wirklich, wo du wie im Fußball oder so rauskennst, ja, geil, ich habe einen geilen Save gemacht, sondern wenn du einen geilen Save machst, kann sein, dass die Scheibe da liegt und der nächste schießt die einfach rein. Also du hast diese Zeit dafür nicht. Ich glaube, jede Position kann undankbar in jeder Situation sein. Ob der Verteidiger die Scheibe übers Glas schießt, 2 Minuten Strafe bekommt oder der entscheidende Penalty vom Stürmer nicht reingeschossen wird. Kann aber genauso gut sein, dass irgendein Schuss von irgendwo kommt, den man relativ spät sieht oder sonst, und jeder guckt dich an, weil der Puck auf einmal im Tor ist. Der größte Unterschied ist halt, dass wenn ein Torwart den Fehler macht, meistens, dass der Puck halt im Tor endet. Das hat mir mal ein Torwarttrainer mitgegeben, Ippo Kauhanen, und er hat gesagt, konzentriere dich immer auf den nächsten Schuss. Was natürlich pusht, ist natürlich auch die Fans, wenn die da hinten irgendwie den Namen rufen oder sonstige Sachen, aber ansonsten, ich glaube, es ist der größte Kick, dann das Spiel zu gewinnen. Wenn ich so stehe und in die Hocke nach vorne gehe, kriege ich meinen Puls innerhalb von 10 Sekunden um 50 Schläge runter. Und du wärst so verletzt, weil du die Hand so gehalten hast. Nee, du entspannst dich. Du bist faul, du liegst so und Schläge auf dem Eis und nimmst den ganzen Druck runter, ansonsten musst du ja die ganze Zeit stehen. Ich hatte mal einen Torhüter-Kollege, der stand so auf dem Posten immer, wenn die nicht bei dem drin waren. Jason Becasho in Straubing, das war mein erstes Jahr da, Wahnsinnszug. Ich stand immer so auf der Latte einfach und hat sich abgestützt, hat gewartet, dass die Leute wieder kommen. Nach dem Spiel, wenn es gewonnen ist, heißt so wo man alles loslässt, und im Spiel fokussiert man sich halt schon. Und gut, es war ein wichtiger Sieg, und kurz vorher nochmal eine wichtige Scheibe geblockt von Murray, beziehungsweise ein bisschen die Sicht versperrt, dass ich ihn nicht mehr sehen konnte. Da war schon wichtig, dass er die Scheibe hatte, und und dann, wenn die Zeit dann rum ist, dann einfach der Sieg ist wichtig. Träume hat man irgendwie immer. Ich träume natürlich von der Meisterschaft, dem Verein, wo ich spiele, und mehr Spiele zu gewinnen als zu verlieren, das ist so eine Sache, glaube ich, wo ich relativ schlecht bin.